Hi, ich bin der Fabian, ich bin Data Scientist hier bei Marwan Wolf und ich erzähle euch heute von einem Projekt, bei dem wir Telefonanrufe bei einer Kundenservice-Hotline automatisch in Text umgewandelt haben, um die Anrufgründe zu analysieren und damit das Self-Service-Angebot unseres Projektpartners zu verbessern. Das Problem ist im Prinzip so, wir haben den Kunden hier mit der Krone und der hat eine Frage oder ein Problem und dann kann er auf die Webseite unseres Projektpartners gehen und dort versuchen, sein Problem oder seine Frage selbst zu lösen oder zu beantworten. Und wenn das nicht klappt, dann ruft er in der Regel den Kundenservice an, hier mit einem Headset. Und das Problem, das unser Projektpartner hat, ist, dass er gar nicht so ganz genau weiß, warum rufen die Kunden bei der Hotline an. Also was sind die Anrufgründe hier? Wir haben ihm geholfen, diese Frage zu beantworten, indem wir Audioaufnahmen von den Kundengesprächen automatisch in Text umgewandelt haben und diesen Texten dann die Anrufgründe zuordnen konnten. Diese Information haben wir dann unserem Projektpartner in einem Dashboard bereitgestellt. Und dort konnte unser Projektpartner dann die Anrufgründe weiter analysieren oder bestimmte andere Fragen versuchen zu beantworten. Eine der Sachen, die Ihnen aufgefallen ist, dass es zu einem Thema ganz viele Anrufe gibt, obwohl auf deren Webseite dieses Problem selber gelöst werden kann. Und Sie haben sich gewundert, warum rufen so viele Kunden deswegen an. Sie haben dann Ihre Webseite selber weiter durchsucht und gesehen, dass irgendwo dort steht, wenn ihr dieses Problem habt, dann ruft unseren Kundenservice an. Und das ist eigentlich falsch, weil man kann dieses Problem auch selber auf der Webseite lösen. Und sie haben das dann geändert, sodass die Kunden selber die richtige Stelle finden und konnten so die Anzahl der Anrufe verringern. Technisch gelöst ist es so, dass wenn der Kunde bei der Hotline anruft, dann kann er zustimmen, dass eine Audioaufnahme erstellt wird. Und wir haben diese Audioaufnahmen mit einem Speech-to-Text-Service in der Cloud in Textdateien umgewandelt. Und all diese Anrufe oder all diese Textdateien von Anrufen dann in einer Datenbank abgelegt. Und auf diesen Textdateien haben wir dann einen automatischen Clustering-Algorithmus verwendet, der die eben in Gruppen zusammenordnen kann. Also wenn wir hier mal mehrere Textdateien hinmalen, dann durchsucht dieser Clustering-Algorithmus den Text nach Gemeinsamkeiten und kann die eben einfach in Gruppen zusammenordnen, in denen im Prinzip Ähnlichkeiten zwischen den Texten gefunden werden. Und was man dann auch machen muss, ist sich einige dieser Texte anschauen, der Gruppen, und dann sich überlegen, was ist jetzt der eigentliche Grund, warum dort angerufen wurde, und diese Gründe hier hinzufügen. Und die Textdateien mit den Gründen zusammen haben wir dann wieder in einer Datenbank abgelegt, die auf einfach Text spezialisiert ist. Und auf dieser Datenbank sitzt dann hier dieses Dashboard oben drauf. Und dort kann man dann eben seine Fragen oder Probleme analysieren und diese Texte durchsuchen. Eine Schwierigkeit bei dem Projekt war, dass die Qualität der Anrufe oder die Audioqualität der Anrufe ziemlich schlecht ist. Man kennt es von Telefonleitungen, es hört sich nicht so gut an. Und das war auch ein Problem für den Transkriptionsalgorithmus, was dazu geführt hat, dass er einfach sehr viele Fehler in der Transkription gemacht hat. Entgegengehen kann man denen, indem man noch mehr Daten hinterlegt von Anrufen und deren Transkription und somit den Algorithmus ein bisschen weiter trainiert oder verbessert, um eine bessere Transkriptionsqualität rauszugeben. Besonders Spaß hat mir das Projekt gemacht, weil zum einen kenne ich das Problem selber, wenn ich auf der Webseite die Lösung zu meinem Problem nicht finde und die Hotline anrufen muss. Zum anderen haben wir direkt mit dem Fachbereich zusammengearbeitet und dadurch konnten wir einiges lernen von der fachlichen Seite und der Fachbereich konnte aber auch einiges über die technische Seite lernen. Und das macht mir besonders viel Freude, wenn man gegenseitig voneinander lernen kann. Wenn ihr auch Anrufe oder Kundenkontakt über E-Mail habt und wissen wollt, was sind so die übergreifenden Themen, warum ruft jemand an oder warum schreibt uns jemand,
dann freue ich mich, euch weiterzuhelfen.